Dieses Review war wirklich nie geplant, denn ich habe mir selber das Yugin USV bestellt und außerdem habe ich mir noch das Eaton 3S USV bestellt, einfach um zu schauen, hey, was sind das für coole Sachen und was können die und was können die einfach nicht. Und dann dachte ich mir, ich kann doch sicher nicht der Einzige sein, der sich so die Frage gestellt hat, ob es sich lohnt, eher so was Kleines zu holen oder hier in dem Fall doch ein etwas größeres USV, wo man dann mehr machen kann, als nur das an sein Ugreen NAS anzustecken. Also packen wir das Ganze erst einmal aus, schauen uns das Ganze im Detail an, dann nehmen wir das in Betrieb und dann schauen uns das Ganze hier in der Umgebung vom Ugreen NAS an und wenn möglich, packen wir das Ganze auch noch ins Home Assistant und dann wird das Ganze ein richtig rundes Review. Der USV-Fan hier vorne ist der Ur. Willkommen beim YouTube-Kanal Smartzeug. Wenn ihr zukünftig solche Videos, solche Folgen gar nicht mehr verpassen möchtet, ihr wisst, was zu tun ist, lasst einfach ein Abo da. Ansonsten Film ab! Kommen wir nun zum Unboxing beider USVs und wir haben hier einmal das Hauptgerät selbst, zu den Details kommen wir dazu, dann haben wir hier einmal Datenkabel auf USB-A und dann einmal eine Bedienungsanleitung und nochmal Instruction-Zeug. Beim USV von Ugreen haben wir einmal das Hauptgerät, dann auch einmal Datenkabel USB-C auf USB-A und dann hier noch so ein Schlitten, wo wir das Ganze dann drauflegen können, damit es dann aufgestellt wird. Leider habe ich das Papierzeug vom Ugreen verlegt, sorry, aber online bekommt ihr auch die Bedienungsanleitung dazu. Lass uns nun das Ugreen USV mal im Detail anschauen und wir haben hier ein schönes dunkles Finish und das Gehäuse hier ist auch aus einem Metall, wahrscheinlich Aluminium. Rund um das Gehäuse ist hier nichts vorzufinden, außer hier auf dieser Seite und das schauen wir uns jetzt mal etwas im Detail an. Das Kabel ganz rechts ist hier für Strom und ist fest und diese Seite kommt in euer Ugreen NAS. Dann haben wir hier einmal USB-C. Das Ganze könnt ihr dann hier einmal reinstecken und hier die USB-A-Buchse kommt dann auch in euer NAS, damit hier die Daten ausgetauscht werden können im Falle eines Stromausfalls, wann hier das Ganze herunterzufahren ist oder nicht. Links davon haben wir den Anschluss für ein Netzteil, sodass das Gerät dann aufgeladen werden kann und auch der Strom hier durchgeleitet wird. Nebendran ist hier der Lautsprecher verbaut. Bei Stromausfall piepst das Gerät dann einmal und ganz links haben wir hier einmal den Ein- und Ausschalter. Ihr könnt dann das Ganze hier nehmen und hier in diesen Schlitten einmal reinlegen und dann steht das so bei euch und sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Dieses USV funktioniert mit fast allen Ugreen NAS, außer dem DXP 6800 und dem DXP 8800. Diese werden nicht unterstützt. Und NAS-fremde Hersteller werden auch nicht unterstützt. Ansonsten, wenn ihr euch fragt, hey, wie lange hält denn hier die Batterie? Das sind 12.000 mAh. Und wenn ich Chatto hier die ganzen verfügbaren Daten einmal durchgebe, um auszurechnen, wie lange das Ganze ungefähr aushält, dann wird hier 40 bis 45 Minuten echte Laufzeit angegeben. Natürlich, wenn dort mehr Last drauf ist, dann dementsprechend weniger. Und wo wir es hier eben von der Leistung haben, hat es eine Spitzenleistung hier von 120 Watt und außerdem bringt das Teil eine Reihe von weiteren Schutzmechanismen mit sich, die ich euch hier einmal aufliste. Ein großer Vorteil von diesem Gerät ist natürlich, dass er super kompakt ist. Ich würde sagen, ungefähr so groß oder so klein wie eine herkömmliche Powerbank. Im Vergleich zum anderen Modell hier im Review ist es natürlich komplett eine andere Liga. Das bedeutet, wenn es bei euch zu Hause etwas enger zugeht oder ihr etwas Kompaktes haben möchtet, dann ist dieses USV euer Match bei eurem Ugreen NAS. Um das Ugreen USV nun hier zu installieren, braucht man sehr wenige Handgriffe. Wir haben hier das Original Netzteil, das stecken wir jetzt gleich einmal da rein und dann muss hier dieser Stecker hier in diesen Netzsteckerbereich und einmal für die Datenverbindung USB in einen dieser 3 USB-Ports. Und das war's und das mache ich jetzt ganz kurz. Und dann sieht das Ganze wie folgt aus. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Ugreen NAS an. Nachdem wir nun das Original USV von Ugreen installiert haben, gehen wir hier einmal auf die Oberfläche und hier gehen wir zur Systemsteuerung. Hier haben wir den Punkt Hardware und Energie und dann haben wir im dritten Reiter den Punkt USV. Wir können jetzt nun hier verschiedene Einstellungen vornehmen, angefangen hier mit dem USV-Typ. In dem Fall ist es USB, weil es ja direkt mit USB angeschlossen wird, aber ihr könntet auch hier andere USV-Typen anschließen.
Drunter wird es richtig spannend, denn hier haben wir die USV-Information. Da haben wir unter anderem die Kapazität der Batterie, derzeit 100% und die verbleibende Zeit. Die verbleibende Zeit würden wir genau dann sehen, wenn jetzt ein, sag mal, Stromausfall wäre. Dann würden wir sehen, okay, wie viel Zeit verbleibt denn noch, bis das Ding uns hier gleich wieder abnippelt. Kommen wir nun zu den Einstellungen und hier können wir uns nun maximal individualisieren. Beim Schutzmodus haben wir die Auswahl zwischen Standby und automatisch herunterfahren. Und was bedeutet hier automatisch herunterfahren? Sobald hier ein Stromausfall erkannt wird, fährt er herunter. Beim Standby-Modus ist es so, er fährt alle Dienste herunter, geht dann in ein Standby und sobald dann die Batterie leer geht, fährt er herunter. Bei der Wartezeit könnt ihr nun festlegen, wann dann für euch quasi ein kritischer Punkt erreicht wurde. In dem Fall zum Beispiel Akku unter 15%, dann würde er hier beim Standby-Modus herunterfahren. Ihr könnt aber auch eine benutzerdefinierte Zeit eingeben oder auch jetzt ausführen. Also sobald ein Stromausfall erkannt wurde, dann fährt er auch im Standby-Modus sofort runter. Und anschließend haben wir noch die Option hier für den NUT-Server. Hier könnt ihr das Ganze einmal aktivieren oder auch deaktivieren. Und last but not least könnt ihr hier das Ugreen USV manuell aktualisieren. Automatisch geht noch nicht. Und jetzt könnte man meinen, hey, das war's sicher, aber es gibt noch eine sehr kritische Einstellung und die ist hier im Reiter Energie direkt nebendran. Und da haben wir nämlich die Option automatisches Einschalten bei Stromzufuhr. Das bedeutet, wenn der Stromausfall wieder vorbei ist, sodass die NAS sich wieder alleine hochfahren soll. Wer möchte das nicht? Könnt ihr aber trotzdem, wenn ihr wollt, auslassen. Könnt dann auch noch Wake Online nur als Beispiel für euch aktivieren, um hier auch Wake Online Dienste zu nutzen. Schadet sicherlich nicht. Und dann drückt ihr einmal Übernehmen und dann ist das Ganze hier gespeichert. Und jetzt testen wir das Ugreen NAS und machen hier das Ganze einmal stromlos. Und jetzt ist der Strom weg und wir können hier sehen, dass sich die LED rötlich gefärbt hat. Es gab auch ganz kurz so einen Piepton und jetzt schauen wir mal, ob hier das NAS noch weiterläuft. Und wir können sehen, die ganzen LEDs für die Festplatteneinschübe blinken noch. Also das Ugreen NAS arbeitet hier weiter. Wunderbar. Somit kann man sich auch im Zweifel auch auf dieses Gerät verlassen, dass das NAS nicht abrupt hier abstürzt und die Festplatten im Zweifel dann hier in Mitleidenschaft gezogen werden. Und jetzt stellen wir uns die Frage, können wir damit auch in Home Assistant arbeiten, zum Beispiel die NUT-Integration. Also wir springen in Home Assistant rein, einmal zu den Einstellungen, einmal zu Geräte und Dienste und dann einmal zur Integration hinzufügen und geben hier einmal NUT ein für Network UPS Tools. Dann können wir hier unsere ganzen Daten eingeben, aber bevor wir das machen, ich habe euch hier einen Reiter geöffnet und zwar haben wir hier die Kompatibilitätsliste für verschiedene USVs und wenn wir hier bei Manufacturer nach Ugreen suchen, dann sehen wir, dass das nicht vorhanden ist. Also wird dieses Ugreen USV derzeit von dieser Integration NUT nicht unterstützt, was sehr schade ist, sonst hätte ich euch das gerne hier gezeigt, um hier ja weitere Funktionen mit Home Assistant freizuschalten. Wenn dir das bisherige Video geholfen hat, gefallen hat, denkst du, es ist zu viel verlangt, wenn ich jetzt nach einem Like und einem Abo frage? Sonst schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare Fragen zum Video, Wünsche, Anregungen, Kritik. Ich tausche mich gerne mit euch aus, um hier neue Sichtweisen zu erhalten. Und das war's auch schon. Weiter geht's mit dem Video. Schauen wir uns jetzt nun den i10 3S850 mal genau an. Und eins vorweg, diesen USV gibt es auch in einem kleineren Formfaktor, nicht mit 8 Steckdosen, sondern mit 6, 3 hier, 3 dort. Das für euch zur Info, ich blende euch das Ganze mal kurz ein. Ansonsten haben wir hier Kunststofffinish, hier oben mit einem leichten Hochglanz. Und wenn wir das Ganze mal hier auf verschiedene Seiten hier drehen, können wir sehen, dass dort nichts ist. Aber spannend wird es hier unten, denn hier haben wir zum einen hier eine Aufnahme, wenn ihr das Ganze hier aufhängen wollt, an die Wand platzieren wollt, was auch immer. Ihr könnt das Ganze hier öffnen und dann könnt ihr hier die Batterie entnehmen und austauschen. Das ist halt super nachhaltig, wenn die Batterie euch mal flöten geht, einfach rausmachen, die neue rein, die alte ordnungsgemäß entsorgen und dann kann der Spaß hier wieder von vorne beginnen. Spannend wird es, wenn wir uns hier die verschiedenen Logos anschauen. Überall, wo ein Blitz ist, bekommt ihr einen Überspannungsschutz bei diesem Anschluss. Hier haben wir dann noch das Batteriesymbol. Das bedeutet, im Fall eines Stromausfalls werden diese 4 Stecker dann von dem USV hier weiter betrieben. Wenn wir nun das Gerät einmal so nach oben packen, dann haben wir hier einmal den Breaker bzw. Reset. Wir haben hier einmal eine grüne LED und hier einmal eine LED, die später im Betrieb dauerhaft leuchtet. Außerdem haben wir hier was ganz Spannendes. Ihr könnt eure Telefon-, Netzwerk- oder Ethernet-Datenleitung auch hier vom Überspannungsschutz ja überwachen lassen. Dann haben wir hier einmal die Datenleitung
welche dann auf USB-A dann geht und einmal den Einschaltknopf. Wenn ihr das Teil in Betrieb nehmt, so circa 2 Sekunden lang, 3 Sekunden lang gedrückt halten, dann leuchtet hier die LED auf und dann wisst ihr, dass das Gerät in Betrieb ist. Leider konnte ich für euch nicht herausfinden, wie groß hier die Batteriekapazität ist. Eaton gibt bei einem Standardstromverbrauch, wie viel das auch sein soll, dass hier das USV 30 Minuten lang durchhält. Natürlich, wenn der Gaming-PC hier dran ist, dann glaube ich nicht, dass diese 30 Minuten erreicht werden, aber ich glaube auch nicht, dass Eaton damit ins Rennen gegangen ist. Als Leistung wird hier 510 Watt vom Hersteller angegeben. Und natürlich für ein modernes USV hat das einen Tiefenentladeschutz und ist übrigens auch kaltstartfähig. Für alle, die zu Hause Windows nutzen, wird es jetzt echt cool. Ihr könnt euch die Eaton UPS Companion Anwendung herunterladen und dann bekommt ihr auch weitere Daten hier zu diesem Gerät, während es arbeitet und könnt euch das Ganze dann nochmal als Monitoring-Unterstützung hier zunutze machen. Und was dieses Modell nun besonders macht, außer der auswechselbaren Batterie, ist natürlich, dass ich neben meinem NAS hier zum Beispiel auch noch meinen PC anstecken kann oder weitere Netzwerk-infrastrukturkritische Geräte und diese dann nicht nur den Überspannungsschutz genießen. Ich meine, Überspannungsschutz kriegt man auch von anderen Steckerleisten, sondern auch hier dann im Fall eines Stromausfalls dann weiter betrieben werden können und ordnungsgemäß heruntergefahren werden können, damit diese keinen Schaden nehmen. Der Aufbau vom Eaton 3S58 sieht nun wie folgt aus. Das Teil selbst wird hier an Strom angeschlossen. Das UBNAS bekommt hier einmal Strom und dann stellen wir hier die Datenverbindung her mit dem Datenkabel, packen das Ganze hier rein und drücken dann kurz hier den Knopf, so für etwa 2 Sekunden, bis hier so ein Geräusch kommt. Das Teil leuchtet, können wir auch hier unser UBNAS in Betrieb nehmen und das Ganze mal auf der Oberfläche anschauen. Also sind wir hier wieder beim Ugreen NAS drin, gehen einmal zur Systemsteuerung, Hardware und Energie und einmal rechts zum Reiter USV. Und da können wir sehen, dass wir exakt die gleichen Optionen haben wie eben beim Ugreen USV. Aufmerksame Zuschauerinnen und Zuschauer werden jetzt gemerkt haben, dass hier ein Punkt fehlt, und zwar die Möglichkeit des Aktualisierens. Natürlich geht das hier bei diesem Modell nicht, weil ist ja kein Ugreen-Gerät, deshalb nicht integriert. Und auf die Einstellung hier brauche ich nicht einzugehen, weil das habe ich ja vor ein paar Minuten noch euch erzählt. Spannend hier der Punkt Energie, auch automatisches Einschalten bei Stromzufuhr könnt ihr mit dem Eaton USV nutzen, mit allen anderen USVs auch. Das ist einfach ein Standard-Menüpunkt, der hier zur Verfügung steht. Jetzt testen wir mal, ob das Ganze wirklich so funktioniert, wie der Hersteller das uns verspricht und ob hier unser NAS weiter mit Strom betrieben wird, wenn ich hier einmal den Strom rausziehe. Achtung! Jetzt können wir sehen, fängt das Ganze hier an zu blinken und es kommt auch ein Piepston hier vom USV. Vielleicht habt ihr das eben gehört. Und hier hinten können wir sehen, das Ugreen NAS arbeitet nun weiter und auch hier vorne die ganzen Status-LEDs sind noch am Werkeln. Wunderbar, somit ist dieser Test erfolgreich. Und bevor wir uns jetzt unnötig hier die Arbeit machen mit dem Eaton und schauen deshalb hier in diese Kompatibilitätsliste rein, und wenn wir hier weiter runter scrollen, sehen wir den 3S, welcher per USB angeschlossen wird. Wunderbar, so ist es auch. Also können wir direkt ins Home Assistant springen. Und dort gehen wir einmal zu den Einstellungen, einmal zu Add-ons. Und ich habe das bereits schon, aber ich zeige euch, wie das geht. Ihr geht einmal zu Add-on Store und gebt dann hier bitte einmal NUT ein und habt dann hier die Network UPS Tools. Da klickt ihr einmal drauf, dann kommt hier der Punkt Installieren. Dann installiert ihr das Ganze und dann seid ihr genauso weit wie ich. Bevor wir das Ganze jetzt hier starten können, müssen wir das aber konfigurieren. Dazu gehen wir hier oben zum Punkt Konfiguration. Und ihr könnt das Ganze hier auf dieser Oberfläche konfigurieren. Ich empfehle euch aber auf die 3 Punkte oben rechts und dann einmal in YAML bearbeiten, weil es einfach viel einfacher ist. Ich habe das Ganze hier einmal für euch ausgefüllt und ganz wichtig, das, was wir jetzt hier ausfüllen, müssen wir gleich in der Integration eingeben. Das heißt, wir schaffen jetzt hier die Brücke und bauen erstmal von der einen Seite, um dann von der anderen Seite auch ranzukommen. Vergebt einen guten Usernamen und Passwort. Passwort am besten mit Sonderzeichen und Zahlen. Beides werdet ihr gleich brauchen. Den Rest könnt ihr soweit lassen. Bei Device könnt ihr hier euer Gerät benennen. Ich habe es einfach Eaton 3S USV genannt. Bei Driver ist hier standardmäßig USB-HIT-UPS eingefügt, aber solltet ihr hier ein anderes Gerät haben, gebt ihr dann hier diese unterschiedlichen Driver dann hier ein. In meinem Fall passt das hier mit diesem Standard USB-HIT-UPS. Port könnt ihr Auto belassen und bei Config macht dort bitte die zweieckigen Klammern weg und dann hier mit einem leichten Versatz gebt ihr bitte diesen Code ein. Wenn euer Vendor nicht Eaton ist, sondern jemand anderes, dann gebt das bitte ein, macht einen Stern und somit ist dann das Ganze
Gut. Den Mode könnt ihr bei NetZoll belassen und Shutdown Host gerne auch bei False belassen, sonst fährt ihr den unnötigerweise hoch. Dann das Ganze einmal speichern und dann gehen wir hier wieder zurück und können das Ganze starten. Nachdem das Ganze gestartet ist, gehen wir einmal zu den Einstellungen und zu Geräte und Dienste. Hier gehen wir unten rechts auf Integration hinzufügen und gebt hier bitte einmal NUT ein und wählt dann die Network UPS Tools. Bei Host gebt ihr bitte die IP-Adresse von eurem NAS ein. In meinem Fall das Ugreen NAS ist bei mir an der 200. Port könnt ihr belassen und jetzt gebt ihr den Benutzernamen und Passwort von eben ein und dann könnt ihr einmal auf OK drücken. Jetzt habe ich hier einen Verbindungsfehler. Ich sehe es schon. Hier einmal falsch und ein zweites Mal. Perfekt, und da ist es auch schon direkt. Dann können wir auch erstmal den Gerätenamen hier einmal anpassen und dann legt ihr bitte einen Bereich fest, wo das Ganze hier bei euch ist und drückt dann auf Fertig. Wir werden dann direkt auf die Detailseite von der Integration geworfen und können hier schon ziemlich coole Sensoren sehen. Zum einen die Batterieladung, dann haben wir natürlich den Status, dass es derzeit online ist und weiter unten bei Diagnose haben noch weitere Entitäten, die derzeit ja ausgegraut sind. Die könnt ihr dann ganz einfach für euch hier wieder einblenden und da zum Beispiel hier bei Batterielaufzeit geht ihr auf das Zahnrad und dann hier einmal bei aktiviert, dann dauert das Ganze circa 30 Sekunden, stehen diese euch zur Verfügung. A few moments later. Und ich habe euch jetzt mal beispielhaft ein paar hier eingeblendet. Zum einen derzeit die Wirkleistung, das ist, denke ich, doch sehr spannend, um zu sehen, hier wie viel Watt aus der Steckdose Richtung dem NAS geworfen wird, auch ziemlich cool, um das Ganze dann zu tracken. Und wenn ich das USV jetzt mal stromlos mache, dann können wir nach einer gewissen Zeit sehen, circa 30 Sekunden, wie dann hier der Status von Online zu On-Battery wechselt. Wunderbar. Somit können wir auch sehen, dass hier der Status erfolgreich gewechselt wird. Top. Und damit kann man dann arbeiten. Jetzt, wo wir uns mit dem Gerätchen Home Assistant vertraut gemacht haben, denke ich, wird es Zeit, damit eine coole Automation zu bauen. Und bevor ich euch meine Automation zeige, mein YouTube-Kollege der Thomas hat sich auch mit USV beschäftigt und mit Home Assistant. Schaut auf jeden Fall auch bei seinem Video mal vorbei. Den Link dafür findet ihr unten in der Beschreibungsbox. Also gehen wir hier einmal zu den Einstellungen, zur Automation und Szenen und dann unten rechts auf Automation erstellen und starten hier mit einer neuen Automatisierung. Ich habe euch jetzt was Cooles vorbereitet und das Ganze gehen wir gemeinsam durch. Ich habe hier oben als Trigger hier mit einem Zustand gestartet, dann einmal das Gerät ausgewählt und dann haben wir hier den Wechsel, wenn das Gerät hier in den Batteriebetrieb geht. In meinem Fall ist es On Battery. Bei euch weiß ich nicht, welche USV ihr benutzt, wie dann der Status dort aussieht. Einfach einmal das USV mal vom Stecker ziehen, sodass es dann in den USV-Betrieb geht und dann bekommt ihr auch den Status hier in Home Assistant. Dann habt ihr natürlich mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt hier euch wirklich maximal austoben. Ich habe jetzt zum Beispiel gemacht, dass man hier das Licht hier hinter mir, diesen Notenschlüssel, in eine rote Farbe dann stellt und außerdem eine Benachrichtigung hier auf meinem iPhone, dass jetzt hier ein Stromausfall stattgefunden hat und das NAS jetzt im Notstrombetrieb ist. Ich habe jetzt das USV an einen Smart Plug angeschlossen und dieses Smart Plug schalte ich jetzt einmal aus, so dass wir jetzt diese Automatisierung einmal provozieren. Das bedeutet, sobald sich jetzt hier der Status zu On Battery geändert hat, sollte im besten Fall jetzt hinter mir dieser Notenschlüssel mit der lilanen Farbe zu einem Rot wechseln und auf meinem iPhone sollte ich eine Benachrichtigung erhalten, dass jetzt ein Stromausfall ist mit dem jeweiligen Inhalt, den ich abgeschickt habe. Jetzt schauen wir mal, dürfte jetzt eigentlich nicht mehr so lang dauern. Ihr habt jetzt auch den Real-Life-Test, wie lange das tatsächlich dauert, bis das Ganze in Home Assistant übernommen wird. Also 30 Sekunden, würde ich sagen, haben wir schon erreicht. Ja, noch habe ich jetzt ausgelöst nicht gesehen. Also nähern wir uns jetzt hier auch langsam. Oh, da haben wir es schon. Und hier ist auch schon die Meldung, Stromausfall für Home Assistant. Hinter mir ist die Farbe rot. Wunderbar, somit haben wir auch das getestet. Also, was bleibt noch übrig? Nur noch das Fazit. Kommen wir nun zum Fazit des USV-Vergleichs. Und jetzt denkt die ein oder der andere sich, aha, hier wird Äpfel mit Birnen verglichen. Nein, nein, Leute, wir vergleichen hier nicht Äpfel mit Birnen, sondern es sind zwei USVs. Nur kann man eigentlich sagen, der eine ist ein VW Polo und der andere ein BMW X7. Beide haben die Funktion USV und beide schalten sofort in den Batteriebetrieb, sobald ein Stromausfall hier festgestellt wird. Außerdem bieten beide gewisse Schutzmechanismen, einfach hier, um ein sicheres Betrieb zu ermöglichen. Der einzige Vorteil in meinen Augen beim Ugreen USV ist einfach nur, dass es kompakt ist. Denn der Preis mit 100 € ist wirklich viel. Vor allem, wenn man bedenkt, Ugreen selbst baut Powerbanks
Und 100 Euro für eine Powerbank, Leute, ja, macht mal bitte langsam. Jetzt könnte man denken, ja, dafür ist aber Plug and Play, funktioniert wunderbar mit True Green NAS. Leute, das Eaton ist auch original Plug and Play. Man macht USB-Stecker rein, das Ding funktioniert sofort. Und außerdem könnte man zum Beispiel seinen PC-Tower damit absichern. Und der Akku ist austauschbar. Das ist beim Ugreen USV gar nicht der Fall, ist also auch nicht einmal nachhaltig. Somit komme ich zum Ergebnis, dass eigentlich das Ugreen USV ein kleines bisschen Luxusprodukt ist, in meinen Augen. So für sein schönes Ugreen NAS, so ein kleines Luxus-USV kann man sagen, wohingegen hier die Geschichte mit Eaton ja eigentlich eine ziemlich coole Sache ist und man damit viel mehr Möglichkeiten hat. Unter anderem auch, dass mit dem Ugreen USV die Network UPS Tools gar nicht möglich sind und mit dem Eaton 3S das wunderbar funktioniert. Allein dieser Punkt könnte für die einen oder den anderen ein absoluter Showstopper sein. Natürlich, wenn jetzt Ugreen hergeht und das Teil um 50% reduziert und wir das für 49,99 bekommen, dann haben wir uns hier umsonst den Mund fusselig geredet, dann hat das auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Und jetzt seid ihr und eure Meinung gefragt. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich jetzt schon, mich mit euch auszutauschen. Wenn euch das Ganze geholfen hat, hier die beiden Geräte noch besser zu verstehen, über ein Like würde ich mich riesig freuen. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal ein. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit, macht's gut. Ciao.